Mein Name ist Manfred Bammer, ich bin Direktor der Wirtschaftskammer Salzburg und ich begleite die Fachhochschule Salzburg seit nunmehr 25 Jahren. Meine Geschichte spielt daher in der Anfangszeit der Fachhochschule, so in den Jahren 2000 bis 2005. Und ich möchte diese Geschichte auch jenen Menschen widmen, der diese Zeit besonders geprägt hat, der aber leider diese Geschichte jetzt nicht mehr selbst erzählen kann, meinem ehemaligen Chef, Direktor Dr. Wolfgang Gmachl. Ich war damals der Referent bei ihm und deshalb ist seine Geschichte auch ein bisschen meine Geschichte. Wolfgang Gmachl hat sehr früh das hohe Potenzial einer wirtschaftsorientierten, praxisnahen Hochschulausbildung erkannt und er war der festen Überzeugung, dass der beste Erhalter für die Fachhochschulstudiengänge die Wirtschaftskammer ist. Und er hat dieses Ziel dann auch mit aller Vehemenz verfolgt. Und das war nicht immer ganz einfach, weil da gab es durchaus auch andere Intentionen, vor allem durch das Land. Er hat damals Raimund Ribitsch, der ist gerade Geschäftsführer der Fachhochschule Salzburg geworden, und mich beauftragt, die Verhandlungen mit dem Land zu führen. Das waren sehr schwierige Verhandlungen, aber schlussendlich ist es uns gelungen, das Land entsprechend zu überzeugen, dass die Trägerschaft durch die Wirtschaftskammer das Beste für die weitere Entwicklung ist. Die zweite wesentliche Weichenstellung, die damals gestellt wurde, das war die sogenannte Erhalterkonsolidierung. Anfang der 2000er Jahre hat es 3 Erhalter von Fachhochschulstudiengängen in Salzburg gegeben. Das war erst einmal der Verein Holztechnikum Kuchel, dann war das die Arbeiterkammer Salzburg mit dem Studiengang Soziale Arbeit und eben die Wirtschaftskammer Salzburg mit den Studiengängen in Itzling, also im Techno-Z Salzburg. 2003 ist es dann gelungen, die Fachhochschulstudiengänge aus Kuchel in die Fachhochschule Salzburg zu integrieren. Also auch das waren durchaus schwierige Verhandlungen, vor allen Dingen mit dem Fachverband der Holzindustrie. Und 2005 kam es dann zum Zusammenschluss mit der Arbeiterkammer Salzburg. Das kann man durchaus als historisch betrachten. Ein ehemaliger Politiker, Landeshauptmann Stellvertreter Ottmar Raus, hat das bezeichnet als die Überschreitung ideologischer Demarkationslinien. Also das war durchaus als historisch zu betrachten. Und das dritte große Projekt, das Wolfgang Gmachl vorangetrieben hat, das war das Projekt Urstein, die Realisierung eines eines Forschungscampus hier in Buch Urstein. Auch das gegen massive Widerstände, aber auch das ist schlussendlich gelungen. 2005 der Start der Fachhochschule Salzburg hier in Urstein und 20 Jahre später auch die Fertigstellung des Wissensparks hier in der Nachbarschaft mit der Errichtung des Stegs, der für mich auch so ein Symbol darstellt, eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, zwischen Fachhochschule und dem Wissenspark. Es ist wirklich sehr, sehr schade und es tut mir unendlich leid, dass Wolfgang Gmachl das nicht mehr erleben konnte. Aber ich glaube, er hat mit diesen Schritten wichtige Weichenstellungen vorgenommen für eine positive Weiterentwicklung der Fachhochschule Salzburg.